Okay, danke Tim für die Einführung. Mein Name ist Alexander Menk. Ich werde euch heute was über Yeni Güzo erzählen, unser ÖPNV-Tripplaner für Äthiopien. Ich bin Teamleiter Webentwicklung hier in der Nähe bei Eltville, aber regelmäßig in meiner Freizeit in Äthiopien seit 2008 und habe dort als Hobby die technische Leitung einer Firma Addismap in Addis Abeba, das ist die Hauptstadt von Äthiopien, inne, und wir machen seit ca. 2008 OpenStreetMap Services in Äthiopien. Wer von euch kennt OpenStreetMap? Hat davon schon mal gehört? Das sind einige, brauche ich nicht tiefer einzugehen, ist so eine Art Wikipedia für Landkarten im Kurzen. Ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt, fragt ihr einfach euren Nachbarn, habe ich gesehen. Ja. Wie sieht der ÖPNV in Äthiopien aus? Es gibt Taxen auf dem Land und in der Stadt. Die sehen dann erst einmal so aus wie links in der Stadt. Auf dem Land sind das mehr so Pferdekutschen. Ist eigentlich kein ÖPNV in dem Sinne, also nicht relevant für unsere App. Dann gibt es Minibusse, sehr verbreitet. Die sind meistens blau-weiß, Toyota-Busse. Die haben die Eigenschaft, dass sie auf festen Routen verkehren, dass man aber eigentlich an jeder Stelle ein- und aussteigen kann. Es gibt die Busse, so wie wir sie kennen, große Busse mit festen Routen. Der Zeitplan ist trotzdem gar nicht so fest definiert, wie das vielleicht in Deutschland ist, aber man kann jetzt nicht jederzeit ein- und aussteigen. Und dann gibt es seit kurzem eine Light Rail, eine Stadtbahn mit festen Routen, gehen wir von aus, und einigermaßen festen Zeitplan. So, wir wurden angesprochen von einer Firma World Resource Institute, eine App für Äthiopien zu machen, für den ÖPNV. Das World Resource Institute hatte schon GPS-Daten erhoben und die suchten Unterstützung von einer lokalen Firma in Äthiopien. Die Daten lagen vor im GTFS-Format. Das sind technisch gesprochen, also es ist eigentlich ein relativ untechnisches Format, das sind eigentlich Textdateien, und mit Textdateien wird eine Datenbank der ÖPNV-Daten aufgebaut. Das heißt, das sind eigentlich CSV-Dateien, kommaseparierte Dateien, in denen zum Beispiel die einzelnen Routen stehen, die einzelnen Abfahrtszeiten und so weiter und so fort. Wird ein bisschen von Google vorangetrieben. Wie ihr alle auf Google Maps wisst, könnt ihr in vielen Städten auf Google Maps ÖPNV-Daten abfragen, sprich mit dem Bus von A nach B kommen. Geht nicht in allen Städten, so auch nicht in Addis Abeba. Und unser Ziel war es, da wir OpenStreetMap Services anbieten, auch das OpenStreetMap-Datenformat zu nutzen. Wir hatten schon Daten im GTFS-Format, das ist grundsätzlich schon mal ganz gut, aber die Daten waren leider sehr fehlerbehaftet und waren auch nicht von der Gemeinschaft zu verbessern. Wir hatten verschiedene Herausforderungen in der Erstellung der App. Wir mussten zwischen normalen Bussen und den eben gezeigten Minibussen differenzieren. Wir mussten wissen, kann jetzt überall eingestiegen werden oder nur an bestimmten Haltestellen. Dann haben wir auf einer App basiert, zu der ich gleich mehr eingehe, und mussten diese App branden und haben sie in die amharische Amtssprache übersetzt. Was ihr eben gesehen habt, Yeni Güzo ist amharisch für mein Trip, meine Reise. Wir mussten Light Rail unterstützen und über das sogenannte GTF Flex Erweiterung konnten wir dann auch die Minibus-Unterstützung einbauen. Das Ganze ist Work in Progress. Wir haben in Addis Abeba 178 Busrouten mal 2, also in jede Richtung. Davon sind ungefähr 30% in OpenStreetMap editiert. Das ist jetzt hier der Aufruf, falls sich jemand gut mit OpenStreetMap auskennt und da vielleicht ein bisschen Zeit zur Verfügung hat, kann er sich gerne melden und mithelfen. Die Minibusrouten sind wesentlich umfangreicher. Da haben wir 2x507 Routen. Da sind wir noch gerade am Anfang. Da sind jetzt irgendwie so 2-3 Routen editiert. Hier ist es so, dass dadurch, dass wir eigentlich keine festen Haltestellen haben, das Editing aber ein bisschen einfacher ist. Und die 2 Light Rail Train-Routen sind bereits erledigt. So sieht die App aus. Man gibt einfach ein, von wo nach wo man reisen will, und bekommt dann den Fußweg zur Haltestelle ausgegeben und gegebenenfalls die Umstiege. Die Fahrzeiten, die ihr unten seht, sind Schätzungen anhand der GPS-Daten, sprich wir wissen anhand der GPS-Daten, die aufgenommen wurden mit GPS-Rekordern, dass eine gewisse Strecke mal 20 Minuten gedauert hat. Der Verkehr in Addis Abeba ist sehr unterschiedlich. Es kann natürlich auch mal länger dauern oder schneller gehen.
Umsteigezeiten sind in der Regel ausgelassen, da es eben keine festen Zeitpläne gibt. Technisch basiert die App auf dem Flutter Multi-Platform Framework, das heißt, sie ist direkt für Android und iOS verfügbar und basiert auf dem Trophy Core Modul, dazu gleich mehr. Und was wir gemacht haben, ist dieses Trophy Core Modul zu verwenden, um unsere App hochzufahren sozusagen, und haben dabei einige Quellcode-Beiträge an den Trophy Core teilgenommen, und wir hosten einen eigenen OpenTripPlanner-Server. OpenTripPlanner-Server ist eine Open-Source-Software, um eben diese Routen zu berechnen, und mit der steht die App in Verbindung. Genau. Warum ist das Ganze nachhaltig? Ursprünglich war der Slot für den letzten Webmontag geplant. Jetzt sind wir hier, wir haben trotzdem die Nachhaltigkeit als Thema. Warum? Weil wir ÖPNV fördern. Die Daten sind offen, die App ist offen unter den beiden Links. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal Trufi genannt. Trufi-App wurde von einem deutsch-bolivianischen Team in Cochabamba gestartet. Das ist die Basis unserer App. Also wir möchten uns hier nicht mit fremden Federn schmücken. Die App basiert zum großen Teil eben auf diesem Trufi Core. Und ich habe einen des Trufi-Teams über die OpenStreetMap-Konferenz in Heidelberg kennengelernt. Und es gibt den Plan, oder es passiert schon, dass dieser App-Core in verschiedenen Städten weltweit im Einsatz ist, darunter auch wir in Addis Abeba. Wenn jemand eine Stadt kennt, für die so eine App interessant ist, gerne melden. Entweder bei der Trufi Association, über mich, über Twitter, über E-Mail oder genau über die Kanäle, die ich euch gleich noch zeige. Ihr könnt entweder selbst im Open-Source-Modus mitmachen, die App forken und selbst erstellen, oder die Trufi Association bietet auch bezahlte Services, um so eine City-App zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alexander. Wie kam das, wenn ich fragen darf, dass der Kontakt zu Äthiopien oder dass du nach Äthiopien gereist bist? Ich habe an der Uni Mainz meine Abschlussarbeit angefangen zu schreiben und dann einen Aushang gesehen von der GIZ bzw. GTZ damals und bin so nach Äthiopien geschlittert. Okay, und gibt es da schon Nutzungszahlen? Also das ist alles schon live, ne? Die App ist live, ist aber in Soft-Launch-Phase. Dadurch, dass wir noch nicht alle Routen haben, haben wir momentan nur 100 Nutzer, aber hoffen natürlich, dass es noch wesentlich mehr werden. Die Trufi-App an sich hat natürlich wesentlich mehr Nutzer in Bolivien. Cool. Ja, gibt es von euch Fragen? Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, du sagst, die Daten lassen sich auch durch die Gemeinschaft nicht verbessern. Ist das nicht eigentlich immer mit so einem Zweck der Übung, dass, wenn du so einen Ansatz fährst, dass du auch die Daten der Gemeinschaft, der Fahrgäste, der Fahrer, der Fahrunternehmer damit reinbekommst? Das ist bisher noch nicht geplant. Wir haben alle Hände voll zu tun, die Routen einzubauen. Aber klar, also die Überlegung ist da, wenn wir mal eine ganze Menge an Fahrgästen haben, die Daten dann auch offen zu stellen. Das ist durchaus ein guter Ansatz, ja. Aber momentan konzentrieren wir uns in erster Linie auf die Routendaten, die in OpenStreetMap irgendwie rein müssen. Ja. Hi, bezüglich der OpenStreetMap in Äthiopien, gibt es da keine lokale Community, auf die ihr zurückgreifen könnt, die man stärker engagieren kann, um dort mitzuwirken? Das probieren wir. Also es gibt eine kleine Community, aber das ist in erster Linie eigentlich AddisMap, was wir 2008 gestartet haben. Wir probieren Community Building. Also die Idee von AddisMap ist, OpenStreetMap nachhaltig nach Äthiopien zu bringen. Das funktioniert teilweise nicht. Also die Community ist wesentlich kleiner zum Beispiel als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es ja eine riesen OpenStreetMap-Community. Genau. Oder vielleicht mit dem Hot-Team mal zusammenarbeiten oder sowas. Genau, sind wir in Kontakt, bauen wir Kontakte auf, aber hat noch nicht so sehr gefruchtet bisher. Ja. Was ist Trufi und was ist das Komplizierte, so eine Route zu erstellen? Das hört sich total aufwendig an. In OpenStreetMap die Routen zu editieren? Genau, ja. Genau. Also zuerst sind meine zwei Fragen in einer. Also Trufi ist die Core-App, also quasi das Framework, auf dem wir aufbauen für diese App. Das ist einfach diese App. Ja, und Technische Basis. Die technische Basis. Gestartet in Bolivien. Trufi ist das der Name des Taxis in Cochabamba.
Und das Editieren der Routen ist sehr aufwendig in OpenStreetMap. Man muss die entsprechenden Routen auf die Straßen legen, die entsprechenden Straßen markieren, wo der Bus langfährt oder der Minibus. Und allein durch die schiere Anzahl von 1000 Routen ist es halt sehr aufwendig. Auf deiner Karte am Ende hattest du noch andere afrikanische Städte. Wie seid ihr drauf gekommen? Ist da eine relativ gute Community vorhanden oder hat da der Zufall so ein bisschen mitgespielt? Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen sozusagen. Also das ist das, was die Trophy Association macht und die Kontakte der Trophy Association. Wir sind quasi ein Ableger mit Guinea-Bissau und Addis Abeba. Und das ist letztendlich natürlich Zufall, klar. Wenn ihr Kontakte in irgendwelche Länder habt, wo das Sinn macht, deswegen der Aufruf, uns oder die Trophy Association zu kontaktieren. Aber wir sind der Ableger, der diese App nutzt in dem Moment für die ÖPNV-App. Dann vielen Dank, Alexander. Danke und auch. Doch, gibt es auch noch eine Frage? Nee?